die ganzen Autos und die Leute da hinten. Ich verstehe dich fast gar nicht. Wollen wir nicht woanders hingehen? Ach Opa, so laut finde ich das auch gar nicht. Ich spreche doch ziemlich klar und deutlich. Du nun wieder. Als ich in deinem Alter war, haben mich die vielen Nebengeräusche auch nicht gestört. Hatten Sie Probleme, das Gespräch zu verstehen? Zum sicheren Hör- und Sprachverstehen benötigt man nicht nur gute Ohren. Das eigentliche Sprachverstehen leisten Sie zwischen den Ohren, nämlich im Gehirn. Mit dem Audiotrainer AT-3000 trainieren Sie 8 grundlegende Funktionen im Gehirn und können so Ihr Hör- und Sprachverstehen nachgewiesen verbessern. Wie trainiere ich mit dem Audiotrainer AT-3000? Zunächst zur Bedienung des Geräts. Der Audiotrainer wird mit nur 3 Tasten bedient: der Start-Taste und den beiden Tasten links und rechts. In der Mitte befindet sich das Fixationskreuz, auf das Sie während der Übung blicken. Links und rechts daneben befinden sich die Kontrollleuchten zur visuellen Unterstützung. Auf der Oberseite des Geräts befinden sich 2 Anschlüsse für die mitgelieferten Kopfhörer. Links der Kopfhöreranschluss für den Trainingsdurchlauf, rechts daneben der Kopfhöreranschluss für den Vertiefungsdurchlauf. Stecken Sie den Kopfhörer in die linke Buchse, denn dabei werden Sie durch Lichtblitze visuell unterstützt. Im späteren Vertiefungsdurchlauf, also wenn Sie den Kopfhörer in die rechte Buchse stecken, erhalten Sie keine visuelle Unterstützung. Jetzt können Sie das Gerät starten, indem Sie auf die Start-Taste drücken. Es erscheint das Hauptmenü, in dem Sie alle 8 Übungen finden. Mit den Tasten links und rechts wählen Sie nun eine Übung aus, in unserem Fall den Sehtakt, und drücken erneut auf die Start-Taste. Im nächsten Schritt wählen Sie die Schwierigkeitsstufe für diese Übung aus. Je kleiner die Zahl, desto geringer die Schwierigkeit. Bevor Sie mit der Übung beginnen, schauen Sie auf das Fixationskreuz in der Mitte des Geräts. Sie sehen gleich 2 Lichtblitze und hören zeitgleich ein Klickgeräusch auf der Seite des ersten Lichtblitzes als Trainingshinweis. Sie entscheiden, auf welcher Seite der erste Lichtblitz zu sehen war. Drücken Sie dafür entweder die linke Antworttaste, wenn der erste Lichtblitz links zu sehen war, oder die rechte Antworttaste, wenn der Lichtblitz als erstes von rechts zu sehen war. Für jede Antwort haben Sie bis zu 60 Sekunden Zeit. Drücken Sie die Start-Taste, um mit der Übung zu beginnen. Das Gerät zählt 3, 2, 1, dann geht es los. Am Ende jeder Übung wird Ihnen Ihr Ergebnis eingeblendet. Nach jedem Trainingslauf soll ein Vertiefungslauf durchgeführt werden. Hierzu stecken Sie nun den Kopfhörer von der linken in die rechte Buchse um. Anschließend starten Sie die Übung erneut, indem Sie sie zunächst im Menü auswählen, dann den Schwierigkeitsgrad bestimmen und nun erneut auf Start drücken. Nach erneutem Countdown 3, 2, 1 geht es los. Diesmal ohne die Hilfe durch den Klick. Die nächste Übung
ist die Hörtaktübung. Bei dieser Übung hören Sie 2 kurze Klickse und sehen einen Lichtblitz auf der Seite des ersten Klicks als Trainingshilfe. Sie entscheiden, auf welcher Seite das erste Klickgeräusch zu hören war. Das machen Sie wieder mit der linken und rechten Antworttaste. Nach jedem Trainingslauf soll ein Vertiefungslauf durchgeführt werden. Hierzu stecken Sie nun den Kopfhörer von der linken in die rechte Buchse um. Anschließend starten Sie die Übung erneut, indem Sie sie zunächst im Menü auswählen, dann den Schwierigkeitsgrad bestimmen und nun erneut auf Start drücken. Nach erneutem Countdown 3, 2, 1 geht es los. Kommen wir zu der Übung Richtung. Bei dieser Übung trainieren Sie Ihr Richtungshörvermögen. Dieses ist sehr wichtig, um Geräusche und besonders Sprache aus unterschiedlichen Richtungen gezielt wahrnehmen, zuordnen oder auch überhören zu können. Sie hören gleich ein Klickgeräusch. Sie entscheiden, aus welcher Richtung Sie den Klick wahrgenommen haben. Eher von links oder eher von rechts. Nach jedem Trainingslauf soll ein Vertiefungslauf durchgeführt werden. Hierzu stecken Sie nun den Kopfhörer von der linken in die rechte Buchse um. Anschließend starten Sie die Übung erneut, indem Sie sie zunächst im Menü auswählen, dann den Schwierigkeitsgrad bestimmen und nun erneut auf Start drücken. Als nächstes gibt es die Tonhörübung. Bei der Arbeit mit Tonhöhe trainieren Sie die Fähigkeit, Tonhöhen bei sehr geringem Tonhöhenabstand zu unterscheiden. Dies ist beim Sprechen, aber auch beim Verstehen von Sprache überaus wichtig. Sie hören 2 Töne, der eine ist tief, der andere ist hoch. Sie entscheiden, ob der tiefere der beiden Töne zuerst oder zuletzt zu hören war. War er an erster Stelle, drücken Sie die Antworttaste L. War er an zweiter Stelle, drücken Sie die Antworttaste R.
Nach jedem Trainingslauf soll ein Vertiefungslauf durchgeführt werden. Hierzu stecken Sie nun den Kopfhörer von der linken in die rechte Buchse um. Anschließend starten Sie die Übung erneut, indem Sie sie zunächst im Menü auswählen, dann den Schwierigkeitsgrad bestimmen und nun erneut auf Start drücken. Die nächste Übung ist die Metronomübung. Bei dieser Übung trainieren Sie gezielt das Zusammenwirken Ihrer beiden Gehirnhälften. Diese Fähigkeit ist unter anderem für sicheres Sprachverstehen auch in schwierigen Situationen wichtig. Bei dieser Aufgabe drücken Sie möglichst gleichzeitig zum vorgegebenen Links-Rechts-Takt die Tasten, so wie es Ihnen im Trainingsdurchlauf die Lichtblitze vormachen. Nach jedem Trainingslauf soll ein Vertiefungslauf durchgeführt werden. Hierzu stecken Sie nun den Kopfhörer von der linken in die rechte Buchse um. Anschließend starten Sie die Übung erneut, indem Sie sie zunächst im Menü auswählen, dann den Schwierigkeitsgrad bestimmen und nun erneut auf Start drücken. Kommen wir zur Übung Reaktion. Bei dieser Übung hören Sie auf jedem Ohr einen Ton. Sie entscheiden, auf welchem Ohr Sie den tieferen Ton gehört haben. Auf dieser Seite drücken Sie so schnell Sie nur können die dazugehörige Antworttaste. Beim Verstehen von Sprache entscheiden wir stets in Sekundenbruchteilen, ob wir zum Beispiel A oder E, fast oder fest gehört haben. Diese Fähigkeit wird durch diese Übung gestärkt. Nach jedem Trainingslauf soll ein Vertiefungslauf durchgeführt werden. Hierzu stecken Sie nun den Kopfhörer von der linken in die rechte Buchse um. Anschließend starten Sie die Übung erneut, indem Sie sie zunächst im Menü auswählen, dann den Schwierigkeitsgrad bestimmen und nun erneut auf Start drücken.
Die vorletzte Übung ist die Tonfolgeübung. Bei dieser Übung trainieren Sie die Fähigkeit, minimale Unterschiede von Tonfolgen zu erkennen und zu benennen. Besonders wichtig ist diese Fähigkeit für das Umsetzen der Sprachmelodie in Informationen. Sie hören 3 Töne. 2 sind gleich. Einer ist höher oder tiefer als die anderen. Wenn es der erste Ton ist, drücken Sie die linke Antworttaste. Wenn es der zweite Ton ist, drücken Sie beide Antworttasten gleichzeitig. Und wenn es der dritte Ton ist, drücken Sie die rechte Antworttaste. Nach jedem Trainingslauf soll ein Vertiefungslauf durchgeführt werden. Hierzu stecken Sie nun den Kopfhörer von der linken in die rechte Buchse um. Anschließend starten Sie die Übung erneut, indem Sie sie zunächst im Menü auswählen, dann den Schwierigkeitsgrad bestimmen und nun erneut auf Start drücken. Die letzte Übung ist die Tonlängenübung. Bei dieser Übung trainieren Sie die Fähigkeit, minimale Tonlängenunterschiede zu erkennen. Dies ist unter anderem für das sichere Entschlüsseln des Sprachrhythmuses wichtig. Genau wie bei der Übung Tonfolge hören Sie wieder 3 Töne, welche sich diesmal aber in der Tonlänge unterscheiden. 2 sind gleich, einer ist länger als die übrigen beiden. Sie entscheiden, ob der längere Ton der erste, zweite oder der dritte war und drücken passend, wie oben bildhaft dargestellt, dazu die Tasten. Nach jedem Trainingslauf soll ein Vertiefungslauf durchgeführt werden. Hierzu stecken Sie nun den Kopfhörer von der linken in die rechte Buchse um. Anschließend starten Sie die Übung erneut, indem Sie sie zunächst im Menü auswählen, dann den Schwierigkeitsgrad bestimmen und nun erneut auf Start drücken. Das Hörtraining mit dem Audiotrainer AT-3000
dauert im Normalfall 6 bis 8 Wochen und Sie trainieren täglich lediglich 15 bis 20 Minuten. Danach kann das Training als Erhaltungstraining auf einmal die Woche reduziert werden.